Okidoki. Na dann. Würde ich mal sagen, wandern wir einfach mal da hinten rüber. Oh, dann kommen wir jetzt dieser doch sehr strange Wüste ziemlich nah, ha? Die Sache muss ich auch nochmal nachgucken. Nö. Nee. Nee. Okay. Wir huschen einfach weiter. 700 Meter. Puff. Unser Delius freut sich hier jetzt natürlich. Ist natürlich alles sehr interessant, ne? Ist ja auch logisch. Ist hier ganz ehrlich, Desert ist ja meistens doch mit dem Tod schon in gewisser Weise verbunden. Jetzt die Frage, wie kommt man da runter, ne? Auch neue Gegner hier. Clouds high. The birds shine. Absurd. Inazuma shines Machen wir eternal. denn so hier? Sollen wir so mental bist? Unsichtbare Hand. Ha! Illusion shattered. Goldfish of down. Ja, Goldfish will do, eben. Fire hazard. Oh, der ist schon mal weg. Leuchtendes Prisma. What do we have here? Ein trübes Prisma haben wir jetzt gefunden. Zerbrochenes. Mighty. Okay, ist sehr sexy. Der Schwede. Ah, hier müssen wir einfach mal gucken, wie wir es machen. Ja, wofür diese Feuer hier sind. Ich habe keine Ahnung, wie ich unten reinkomme. Naja, irgendwann wird es schon einen Weg geben, wie man da unten hinkommt. Da haben wir auch dieses Verlies, dieses Dungeon. Shine down. Ja, komm, den schlachten wir gerade ab. Viel halten sie ja nicht wirklich aus und wir kriegen diese Prismen. Sand, ey. Was für eine Konstruktion, auch da oben, diese komische umgedrehte Pyramide. Sieht sehr strange aus. Immer noch so lang. Wahnsinn. Ich würde sagen, wir gehen aber erstmal da hinten an diesem Wegpunkt. Dann müssen wir irgendwann diesen Weg nicht mehr beschreiten. Was ja auch nicht verkehrt ist, ne? Illusion shattered. Was ist das für ein Vieh? Einfach nur ein Vogel. Okay. Gut, ne? Auch der Vogel darf existieren. Er hat ja auch eine Daseinsberechtigung. Alter Schwede, das sieht schon alles sehr geil aus.
Ja, ich werde schon irgendwann herausfinden, oder beziehungsweise wir werden schon irgendwann herausfinden, wie wir nach da unten reinkommen. Ich will ihn gerade mit, ja, komm. Hui, ist ja eh eindeutig. Da ist er. Den packt hier. Fatui. Ja, cool. Cool. Ja, die Wüste ist ja eben doch sehr trist, aber ja. Ich sag mal, jeder, der schon mal durch eine Wüste durchgelaufen ist, ey, das ist schon, sag ich mal, sehr eindrucksvoll und auch sehr angsteinflößend, wenn man überlegt, wie weitläufig das einfach ist, ne? Ich hab ja auch damals, wir sind in Gran Canaria gewesen, da gibt es ja auch unten im Süden, gibt es ja auch einen Dings, hier einen Wüstenabschnitt. Alter, ey, wir sind da so ewig lang gelaufen. Das waren, glaube ich, nur 300 oder 400 Meter. Ja, also von der Promenade bis zum Strand. Es ist halt echt, also keine Ahnung, wir sind ewig gelaufen, gefühlt. Weil es eben doch sehr, sehr anstrengend ist, auch auf dem Sand zu laufen. Ne? Und diese, boah, das sieht alles so, ja, nicht wirklich weit aus, aber es ist höllisch weit einfach. Aber wirklich richtig höllisch weit. Das darf man echt nicht unterschätzen, ne? Und hier auch, boah, müssen wir überlegen, die Hitze von oben den ganzen Tag. Also für mich wäre es überhaupt nichts, ne? Die Hitze, dann wenn ihr halt genug Wasser dabei habt, dann auch viel Spaß. Follow the wind. Okay. Da darf ich scheinbar noch nicht rein. Dann lassen wir's. Huh. They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Du brauchst das nicht zu sagen, das wissen wir auch so. Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. Bring him over. Grandpa! Why is there only one of them? Wo sind die anderen? Come on. I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair, don't you think? And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough? You stay right there! Okay. Ich würde sagen, wir holen ihn uns, oder? Wait, mate! What do you think you're doing? Grandpa! Don't you see this blade here? You coward! Why are your hands shaking? Wait a second! It's a earthquake! Grandpa! Paimon's dizzy. Oh, was ist hier gerade passiert? Hm? Alter, die Waldfee.
Was für eine Dendro-Kraft hat uns denn jetzt hier verschlungen? Sind die alle wohl auf? Die Bad Guys? Ugh, this day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. Ja gut, würde ja Sinn machen, ne? Und jetzt glaubst du auch meinen Worten, Syno? The dendro archon. The present one. Grandpa? Grandpa? Oh no, he's getting confused again. Ja gut, passiert. Wird er eben auch nicht jünger, ne? Wie gesagt. Hey, look around you. Did there used to be a temple here? Scheinbar. It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. Gott, Gott. The symbols on the gate belong to the Scarlet King's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. Aber ihr macht euch überhaupt keine Gedanken, was das für eine komische Pyramide da ist, oder? It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise the Scarlet King! What's he doing here? And his men too? They must have fallen down here with us. Pretty lucky if you ask me. Most of them seem in really bad shape. Except for him. He got off lightly. Jetzt oder nie, ja? Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted lord has shown us the way to his sacred palace. He's not actually gonna go in there, is he? Ich glaube schon, dass er da reingehen will. As it happens, I want to take a look inside too. What are you doing? Hallo? Wissen? Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of the Scarlet King's civilization appear. Oh ja, irgendwie hat er schon eine gewisse Verbindung, ne? Two major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Das stimmt wohl. Paimon thought you weren't interested in gods. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being. Or creature, you could say. New discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Ich weiß nicht, ist er wirklich nur hinter Wissen her oder hat es wirklich mehr auf sich? Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. The Scarlet King will take care of his people. Right now, I'm going inside. Wüstenkämpfer. Nee, die bleiben da. Oje, oje, oje. Betritt die mystische Ruine. Eis haben wir nicht. Das soll schon passen, oder? Gott, oh Gott. Jetzt wird's sehr interessant. It's full of life here. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Ja, ist geil, oder? It flows with energy inside. Die größeren Herren, Ukashibata. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Raman. Huh? Do you see another Raman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want. But there's something I'd like to draw your attention to.
While this structure is clearly left over from the Scarlet King civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Oh ja. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. Das hat mich mit dem großen König des Deserts gar nichts zu tun. Does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Ich glaube, das wird ganz schön interessant, was wir finden werden. Dann. Liegt irgendwas? Rituelle Anleitung. Betrachte als Sterbliche den Tempel hinauf und höre auf den Heiligen Rat. Was? Nochmal. Steppe den Tempel herauf und höre auf den Heiligen Rat von König Desret. Okay. Wartet mal. Okay, die müssen alle den Tempel betrachten. Ja, da kommen wir hier rein. Ist das ein Aufzug? Aufzug starten. Okay. Eindrucksvoll. Okay, hübsch. Time for a light show. Scheiße One gebaut. with nature, as one with wind and cloud. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal runter. Aber nicht klein, was habt ihr hier Schönes zu tun? The wind knows me. Shine down. Torn to oblivion. Wenn das da oben schon runterfällt jetzt, ne? Wind strategy. Und da noch ein Schuss hin. Dankeschön hierfür. Okay, hier kann man also nur runterlaufen. Mehr ist hier erstmal nicht. Außer die Truhe, ne? Ist ja auch schon mal ein bisschen was. Gehen wir einfach mal tiefer rein. Geht eine Tür auf. Noch eine. Und noch eine. Die verschiebt sich. Ja, die will ich trotzdem haben, hallo? Du hier, öffne dich. Hier lang, okay. Hier rein. Hier war nur eine Illusionstür. Möhre und ein Rettich. Ob Bennett hier wäre. There is no escape. Time for a light show. Okay. Immer wieder dieses Abbild. Ist das der König Desret oder was? Kann halt eben schon sein, ne? Hier sieht alles andere als wüstenzugehörig aus. Also ich würde ja sagen, es ist die größere Herrin, die hier noch am Wirken ist. Ja, wir fahren mal wieder nach oben und gucken mal. Let's dance. Okay.
one with nature. Clouds high. The birds call. Gut, die mögen das ja nicht mit Wasser, gehe ich mal davon aus. Stopp. Erstmal hier. Wohl. Ich dachte mir auch, die Belohnung werden sonst nicht nehmen. Mysteriöse Nachricht. Nachdem ich 6 Tage lang den Tempel infiltriert habe, verstehe ich endlich die Tricks der Priester. Der Aufzug fährt auf den Boden hinunter. Steig auf den Aufzug, bevor er wieder nach oben fährt, um die Kuppel zu erreichen. Unsinn, wie verbotener Boden voraus. Sterbliche dürfen nicht passieren. Oder ähnliches haben sich die Priester nur ausgedacht, um uns zu täuschen. Ich lasse diese Methode hier. In der Hoffnung, dass das Volk von König Desret, das in Zukunft hierher reist, das Privileg genießen kann, sein Heiligtum zu sehen. Bitte? Ja, oben drauf ist noch eine Plattform. Da kommen wir halt eben nicht hoch, ne? Nee, das Energieschild geht hier auch sofort auf. Okay, man kann den Aufzug auch extern starten, scheinbar. Wir gucken mal. Scheinbar ja nicht von hier, oder? Ach, hier. Okay, oben geht es ja definitiv weiter. So, okay, wir müssen nach oben, aber ich könnte jetzt gerade mal gucken, dass da unten drunter keine Truhe ist. Das war mir doch viel wert. Das heißt, wir schicken ihn runter. Und huschen weiter nach oben. Das waren die ganzen Pilzviecher hier. Into the wind. Inazuma shines eternal. Shine down. Fire! Offensive repulse! Ah, die Viecher, ey. Ah. Okay. Die drehen sich alle. Jetzt drehen nur die beiden sich. Jetzt müssen wir warten und dann schalten wir das hier auch aus. Eine Umdrehung noch. Perfekt. Was haben wir dadurch jetzt gewonnen? Wir haben auf jeden Fall den Aufzug wieder erlangt. War halt eben auch nicht mehr, ne?
Jetzt ganz runter. Oh, now that's a sight to see. The Scarlet King's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of the Scarlet King. Ich glaube eher weniger. Portal. Ukadibasha. Wir sind alleine. Brighter! Oh, it looks so beautiful. Oh ja. Ist das hier der Irmensul? Wird schon sein, ne? Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. Sieht aus wie ein Grab, ne? Oh, these are Scarlet King runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient Scarlet King script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. Ja, natürlich. Ich kann auch 20 Sprachen. Ja, perfekt. He's not Got it, good. serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. Wie heißt? The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from the Scarlet King's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Oh je. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. Jetzt wird's interessant, Leute. Ja. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. The Scarlet King brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord,
chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping the Scarlet King to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? Ich würde sagen, die Wahrheit. Allerlei ist also auch die größere Göttin. The priest's memories. No, impossible. Ja. Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Archon and the Scarlet King were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Ja, was denn? Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. Die höhere Herrin Rukkhadevata hat ihre helfenden Hände nach König Desret und seinen Anhängern ausgestreckt. Aber es brauchte so viel Kraft, das verbotene Wissen auszulöschen. Am Ende hassten die Anhänger der zwei Götter und betrachteten sich als die tödlichen Feinde. Sie hätten nie gedacht, dass die beiden Seiten so eng miteinander verbunden sind. You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt the Scarlet King's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. Trottel. The surviving followers of the Scarlet King all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refused to believe any of the rumors. Ja, und was lernen wir daraus? Die Fatui nutzen schon wieder hier das fehlende Wissen oder das Halbwissen der gespaltenen Bevölkerung, um selber daraus Nutzen zu ziehen. Na, Glückwunsch. The Scarlet King's death. The all but total annihilation of our civilization. It was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans. Fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. Vogel. You were blinded by your prejudice. Richtig. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Solltest du mal akzeptieren langsam. Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me, my Aramites and I, what are we even fighting for? Keine Ahnung, weil die bescheuert zeigen, die Fatui das so wollen. Hey, how you doing? I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be?
Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. Okay. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. This is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. Oh Mann, ey. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes. The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough. But he seems to have figured things out now. Ja, ich glaube schon, dass er es gerafft hat. Ramon's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. Da gehört einiges dazu wahrscheinlich. It's too bad he was held back by his belief in the Scarlet King. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. Das ist eine sehr gute Sache. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow. Ui. Ja, man sieht auf jeden Fall die Ähnlichkeit zu Syno. We're leaving! Stop yelling. Ja gut. Na gut, hier ist nichts mehr. Die haben alles mitgenommen. Aber sehr interessant, ey. Was für ein Plot-Twist im Endeffekt, ne? Ja, wir gehen einfach mal, ja, wir huschen einfach mal da hinten hin, ne? Wir machen das von hier aus.